Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Harvester. Ein sehr krankes Spiel. Ein sehr, 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 sehr krankes Spiel. Und wie ich gerade schon im Livestream erwähnt habe, mir wurde zugetragen, wir haben etwas verpasst. Wir hätten am ersten Tag in die Schule gehen sollen. Es ist nichts Relevantes, was irgendwie wichtig ist, um weiterzukommen. Aber es ist sehr strange. Und ich habe da schon mal kurz was vorbereitet. Ich lade. Das Bild macht mich fertig. So, Schule Tag 1. Ich habe da kurz hingespielt vorhin. So. Und da steht der Principal. Hallo. So. Ihr solltet Ton haben. Jetzt. Und ich weiß nicht, ob das. Warte mal, hau das hin. So, kurz gucken. Ich ziehe mal schnell ein Stück runter. So, geht das wieder los, ne? So, aber wir quatschen einmal mit dem Direktor. Steve, good of you to drop by, big guy. Haven't seen you since graduation. A lot of changes, I hear. You could say that. Good, good. That's a nice part of my job. Turning fine young men and women out into the world, and then watching them prosper. Of course, I was able to reach more people at the old Sentinel, God bless her. But then again, I never got to see the results of my work up close before. Who are you? You know very well I'm Mr. Harrell, the principal of GER Memorial. Steve, I've heard about this amnesia nonsense. I had hoped you'd be in the lodge by now, fine young fellow like yourself. But now, I think maybe you need a little more quality time. Was meint ihr mit Quality Time? Klingt so ein bisschen hier von Family Guy, Herbert the Pervert. It's the old neighbor. When you need some quality time. What do you mean, quality time? Some, like Miss Whaley, favor stern discipline, corporal punishment, as a means of socialization. Myself, I temper discipline with love. Quality time can be such a warm, sharing experience. After just a few sessions, you'd stop this amnesia nonsense and become a productive member of society and a fit candidate for the lodge. Aber einen Puff gibt's nicht, ne? Big guy, borrowing some quality time, the greatest gift I can bestow upon you as your former principal is a word of advice. Join the Order of the Harvest Moon at any cost. Within the lodge lies your future, and without dust. Okay, also, für alle, die kein Englisch sprechen, oder Schulenglisch, sage ich jetzt mal, der Direktor legt uns halt nahe, wir sollten mal schön kniggedi-knaggedi machen, weil uns ja keiner glaubt, dass wir Amnesie haben, dass wir unser Gedächtnis verloren haben. Und er sagt jetzt hier, wir sollen mal schön eine Runde Whamsen gehen, ein paar Mal, damit das läuft. Sollen wir ihn? Ne, pass auf, das hat jetzt auch nicht so viel. Machen wir mal bye-bye. Drop in again soon. Adult education is a wonderful thing, as is adult quality time. Quality Time. Ich kann nie das Wort Quality Time hören, ohne an Quality Time zu denken. Das ist schlimm. So, und wir sollen jetzt einmal die Klasse besuchen. Macht er da jetzt nichts? The children look stunned and zombified. Okay. My goodness, class, this is Stephen. He used to be a student here at GER Memorial. Say hello, class. They're reticent. The educator's greatest problem today is the apathy of the students. What's wrong with their heads? I can tell you in one word, Stephen.
discipline. Thank goodness you weren't a sulky bear. You were always a smiley bear. Then you remember me? Not as such. So many pupils, Stephen. They come and they go. But I can always spot those who were nice boys. You can tell from the forehead. The lobes. Right, class? I'm glad you stopped by, Stephen. Would you care to say a few words to the class about civic responsibility? Not really. I was just passing through. Oh, but you must, Stephen. A positive role model might be just the thing to inspire these little monsters. Stephen, have you any questions for me? Or shall I continue with class? Haben wir Fragen? Wir haben Fragen. Ja, also generell, ich habe sehr viele Fragen, was dieses Spiel anbelangt. Ask away then. Weiß ich nicht, Harvest Lodge. Oh, hier, Bestrafung. We don't practice corporal punishment here. I've never believed in that old adage, spare the rod and spoil the child. A rod is too thin. But a baseball bat? That bridges the generation gap quite nicely. Oh dear, Colonel Monroe is conducting another air raid drill. Everyone into the hallway, quick! Was zur Hölle? Was macht die mit Baseballschläger? If an A-bomb hits, what good is it gonna do to duck and cover? My stars, that was exciting. Oh, mir tut alles weh. Was zur Hölle war das? Oh. Alter. Oh Gott. Ich habe vergessen, wer mir den Tipp geschickt hat. Und danke. Danke. Für diese Szene. Jetzt weiß ich auch, wo mein Thumbnail liegt. Oh. Okay. Ich glaube, wir haben alles Stop gesehen. by anytime, Stephen. Oh. Junge. Das ist ja großartig. Okay. Danke. Wie gesagt, ich keine Ahnung mehr, wer mir den Tipp geschickt hat. Danke. Alter, für die Szene, ey. Ich meine, der Junge hatte recht. Der Junge hatte recht. So, ja, Duck and Cover. Duck and Cover. Aber wenn eine Atombombe, dann kannst du dich ducken so viel, wie du willst. Oh, herrlich. Herrlich. So. Wir laden jetzt auf den richtigen Spielstand. Und wir müssen jetzt noch ein paar Sachen organisieren. Also, wir sind jetzt an Tag 2. Oh Gott, die Szene macht mich fertig. Wir haben unsere Bewerbung für die Lodge abgegeben und haben jetzt eine Aufgabe bekommen. Und zwar das Auto von, wie heißt er? Ich glaube, Mr. Johnson irgendwie kaputt zu machen. Das wohl aber wahrscheinlich nur nachts funktioniert. So. Aber wir müssen ja noch erstmal auch irgendwas haben, um es kaputt zu machen. Das so als erstes. Und ja. Wir müssen generell. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Also, oh, ja, warte. Erstmal zur Potsdam Residence, denn Gizmo Dark, hallo, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? So, ich will nämlich nicht zu Stephanie. Ich will einmal schnell... Das Medizinschränkchen hat nämlich einmal Vitamine. Nimm mit. Wir können Tampons mitnehmen. Das können wir nicht mitnehmen. A jar of extra strength oral lube. Great for getting in and out of tight spots. Schön flutschi Gleitcreme mitnehmen. Got a headache? This aspirin should do the trick. So, und ich glaube,
Ah, die können wir auch mitnehmen. Und das Quarantäne. Oh nein! Ich hoffe, es geht dir gut, Gizmo. Ich hoffe, es geht dir gut. Quarantäne ist das, was richtig hart sagt. Und ich hatte das Pech, wirklich 2 Wochen auch zu Hause bleiben zu müssen, weil ich es nicht losgeworden bin. So, pass auf. Wir brauchen nämlich tatsächlich das. Dann. Ihr erinnert euch auch wahrscheinlich vielleicht auch nicht an den kleinen Jungen, der morgens immer vom Haus steht und die Zeitung abholt. Er bringt nicht die Zeitung, er holt sie ab. Den haben wir Sneakerschuhe gegeben. Er wollte ja Sneakerschuhe haben. Und dafür haben wir von ihm einen Schlüssel bekommen für die Schule, für die Besenkammer, wo sich ja die Direktorin mit Mr. Quality Time treffen soll. Und das sollen wir ja dokumentieren. Das heißt, wir brauchen eine Kamera, um das zu machen. So, aber ich wollte noch einmal schnell und ein paar Kugeln im Kopf. So was von. In die General Store. General. So. Und wir können nämlich tatsächlich ja noch was kopieren. Wir haben Tampons. Klasse. Wir sind gut vorbereitet für alle Situationen. Wir können nämlich das Scheckbuch und diese Notiz kopieren. Also eigentlich hätten wir das irgendwie dem Tipp geben sollen, dem Postmann, damit wir die Bewerbung kriegen. Aber wir haben die Bewerbung ja auch so bekommen. So, jetzt haben wir das, ne? Jetzt haben wir die Copy. So, jetzt müssen wir erstmal nochmal. Das hatte ich nämlich ein bisschen übersehen. Zur Polizei. Ich hab Polizei. Da. Weil in der Polizei, ne, da kommst du, korrekt? Gehen wir jetzt nämlich hier rein. Ich hatte schon ganz große Sorge, dass das am zweiten Tag nicht mehr geht. Aber wir haben hier noch ein paar Sachen nämlich liegen, wie zum Beispiel eine Kamera, die wir brauchen. So, Dartboard, Sonderkopf, aber ich glaube, den Rest konnten wir nicht mitnehmen. So, jetzt eine Location, die wir uns aber tatsächlich auch noch gar nicht angeguckt haben, ist das Diner. So, und das Diner wollen wir uns aber natürlich als erstes angucken, bevor wir dann gleich in die Schule gehen. So, TV Station, Edna's Diner. Das E ist kaputt. So, warte mal. Jetzt wollen wir mal schnell speichern. Also, dieses rote Bild von Steve ist einfach zu gut. Das musste aufs Thumbnail fürs YouTube-Video. Da musste das einfach hin. So, wir quatschen mal mit Edna. Wer ist sie? Sie ist keine Karen, sondern eine Kareen. Keine Karen, eine Karin. Hi, what's your name? Karen, What are you Okay, doing? sie ist doch eine Karen. playing. My mom is working, so I gotta stay out of her hair. Wanna play? Not now, maybe later. Okay. Bye-bye. Sagt die junge Karen dann auch, I want to speak to the manager, wenn jemand der Manager ist? Oh, Steve, what are you doing sneaking up on me like that? God, for a second I thought you were Mr. Johnson. What would you like to order? Sure. And my name's Edna Fitzpatrick. I'm not the one with amnesia. Then you believe me. Well, you always were a kidder, Steve. I guess I've changed. I'm not kidding. Now, Steve, faking amnesia won't help anything. If you don't want to marry Stephanie, then don't. But don't play sick, for heaven's sake. I'd expect that from Karen, not an 18-year-old. Okay. You've met Karen, my 8-year-old.
Other than the diner, she's all I have. Alter, diese Musik. There isn't a nicer girl in Harvest than Stephanie, Steve. You should be grateful that she's promised you her hand. I don't remember that happening, Edna. Honestly, you men are so childish. I don't know what it is about marriage that turns even the bravest man into a coward. I was going to marry Karen's father when he just up and ran out on me one night. I heard that he joined the lodge, but if he did, I never saw him come out again. Even Sheriff Twain wasn't able to find out what happened to him. Mr. Johnson has a liking for me. I call it a crush, but that's too innocent. Oh. He's never gotten over being rejected by the lodge, and there's something unwholesome in the way he looks at me. I'm always glad when the sheriff comes in every day at noon. Johnson. Wer war dann noch Johnson? Stop by anytime, Steve. So, wir können auch mal hier mit dem Hello there, Steve. Here for lunch? No, just here looking around, though I'm not entirely sure where here is. Oh, I forgot. You're playing your little amnesia prank. Well, boy, this is DNA's diner. Isn't that right, Edna? Don't listen to Sheriff Twain. This is Edna's diner. But ever since the E burned out on the sign, they've been giving me a hard time. Now, don't be like that, Edna. It's a great place to eat, which is good, since it's the only place to eat in Harvest. Then, you're the law in this town. That's right. I'm the law, and I'm on my lunch hour. Come by my office after lunch and we'll have a nice chat. But for now, let me eat in peace. Fair enough? Fair enough. Down the Stop on by any time, Steve. So. Hier am Tresen irgendwas. Und dann geht er hin. In Unlock Drawer. Und dann. Und dann da. Oh, oh. Das ist ein Schraubenzieher. This town is a bit screwy. Kann ich mitnehmen? Geil. So. Okay. Ein Schraubenzieher. Aber warte mal. Was für ein Schraubenzieher ist das? Straight Slot. Kein Philips, weil ich meine, vor unserem Haus sind ja so Gitterfenster. Und da sagt er, wir haben gleich einen Philips Screwhead. Das heißt, da kommen wir mit dem nicht weiter. So, ein 1955er Frag 100 mit echten Ledersitzen. Geil. So, okay, dann können wir jetzt in die Schule. Schule. Oh, warte mal. Da waren wir, oh, aber da waren wir auch noch nicht, oder? What the fuck? Alter, sind das Katzen? Sieht so aus wie so ein kleiner Pudel irgendwie mit pinken Sachen drauf. Wow. Steve, how's your father? Is he better? About the same, I guess. He's been away from work for weeks, and when I call your house, your mother won't let me talk to him. I haven't seen him either. This is a fine kettle of fish, I must say. Though I am glad to see you taking an interest in the business in your dad's absence. Who are you? Aw, Steve, I didn't want to believe that amnesia hokum. Now you're saying you don't remember Fühl your dich, pal Pat Gizmo. O'Reilly? Fühl dich. Alter Schwede, ich muss es fragen. What's with all the cats? This a slaughterhouse or a kennel? Oh, them? They eat the scraps, that's all. Yeah, but look at them. Isn't there some kind of health department that keeps tabs on these things? Are you going to work Digga, da at the liegt health eine halbe department, Katze Steve? auf dem Or here? Ding da.
Maybe I get sick of do-gooder busybodies sucking around here all the time. A man's up to his elbows in guts all day, every day. What more do they want from him? Digga, was war das? Was war das für ein Close-Up? What exactly is wrong with your dad? I don't know. I can't get in to see him. Don't be such a stranger, Steve. And my best to your dad. Can't talk now, Steve. Come to think of it, I don't see any cattle around here. Where do you keep the animals? Does it matter? The end product is all the customer cares about, Steve. And we only carry the finest meat, only the juiciest cuts. Once you take over the business, you'll realize the importance of maintaining quality while cutting costs. We know what we're doing here, Steve. If we didn't, would the lodge use us to cater their affairs? Your father's very particular about the profit, Steve. No freebies for anyone. But seeing how you're his son, if you'll bring written permission from your father, I'll give you the meat. Okay. Don't be such a stranger, Steve. And my best to your... Okay. Alter. Was? Finest meat. Finest meats. Ey, weg da, Junge, ey, das ist... Oh. So. Das ist alles so schlimm. Gut, pass auf, ich schnell mal speichern. Falls wir das nämlich jetzt nicht hinkriegen, weil ich weiß, ein bisschen... So, the door is locked. Wir haben jetzt den Schlüssel, den wir gekriegt haben. Oh man. Damn it. The door is locked. Kann der da hinlaufen? So. So, dann haben wir noch nur einen Schlüssel. Broom Closet Key. So. Huh? What? Screwing in the school broom closet? What will people think? Are you blackmailing us, you little shit? Calm down, Mr. Harrell. Stephen would never do that. He's a smiley bear. But we should give him a token of our appreciation for his silence. Here, Stephen, take this baseball bat. You'll find it quite useful. Ich weiß nicht. More than that you won't get. We don't have much money. We're educators, not janitors. Now, will you take the bat or not? Okay. Also als ob Hausmeister mehr Kohle machen Wise als decision, Lehrer. Stephen. Take the bat, and we'll take the photo. So, dann haben wir jetzt einen Baseballschläger, wa? So. Aber warte mal, kann ich jetzt noch... Kann ich jetzt noch... Warte mal, wo ist das Post Office? Da. Kann ich ihn noch... Kann ich ihn dann noch... Warte mal. Ihm die Kopien nämlich zeige. What has that sheriff told you? The sheriff? That pie-faced son of a bitch. What have I been paying him for all this time? Calm down. He hasn't told me anything. What could he say? Nothing. Nothing. I've just been working too hard, that's all. Forget I said anything, son. Sorry.
Ja, wir haben ja noch das hier. What has that sheriff told you? The sheriff? That pie fa- Calm down. Nothing. Okay, gut. Anscheinend hat ihm das ja dann tatsächlich gereicht, dass wir... a manhole key stuck on the top of the manhole cover. Haben wir irgendwas? So, das war... Permission Slip? Meet Permission Slip? Ah, okay. Ach, das ist... Harvest Meat... Official Meat Release Form. Alter! Under no circumstances are any parties not mentioned in this release as full permission to receive Grade 3 Klasse 3 Fleisch. Junge, ich will nicht wissen, so, was Klasse 3 ist. So, was haben wir dann noch? Aspirin, Cough Medicine und Vitamins. Also ich habe gelesen, die 3, wenn wir ein bisschen angeschlagen sind, kriegen wir da Energie, wieder Tampons. Sehen wir, können wir damit was? Okay. Ne, okay. Ja, ist okay. Können wir uns mit einer Schaufel da irgendwie? Okay. Oder ist das... Warte mal, war das nicht damit irgendwas? Ja, dann haben wir jetzt einen Manhole Key. Ich glaube, den brauchen wir auch noch, ne? So, wie kommen wir denn jetzt weg hier? Nightfall descends upon harvest. So. Jetzt müssen wir... Ach stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, wer Johnson ist. Ja. Johnson ist ja er hier. So. Und von Herrn Johnson müssen wir das Auto ja noch kaputt machen. So, und das ist ja in der Garage. Er hat eine uneinnehmbare Festung erschaffen, um sein Auto zu schützen. So, aber mal gut. Da ist so ein Gullideckel nicht. So. Ja, bestimmt mit dem Ding hier. Ja, rein da. So, a coat of moisture has formed along the surface of the... Ja, liegt hier noch was? Small section of the wall has been resealed due to water damage. Ja, aber da sind wir doch reingekommen. Ja, wo geht das denn jetzt hier? Oder müssen wir doch wieder... Nee, ne? Okay, wir sind da. Ja. Weil man kann halt irgendwie laufen. Aber warte mal. Well, that didn't work. Halt die Fresse. Well, that didn't work. Was haben wir denn noch? Well, that didn't work. Pen, Baseballschläger? Nein. Oh, man.
man. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Ja, hier vorne kann er ja auch nichts machen. Warte mal, können wir... Wo war nochmal der General Store? Wir haben doch jetzt zumindest alles, was wir eigentlich bräuchten. Das Exit. Examine the sealed wall. A small section of the wall has been resealed due to water damage. Ja, aber habe ich denn... Damn it. Well, that didn't work. No shit, Sherlock. Hä? So. Jetzt ist es Zeit, die Endzone zu lesen. Oh nein, das ist ein anderes Video. Anscheinend was vergessen. Okay, also hier war ich tatsächlich gar nicht so verkehrt mit der Schaufel gleich. Aber wir haben noch etwas gar nicht getriggert. Wir müssen erstmal zum Friedhof. Description of the headstone has failed. Oh, hier was er denn? Oh, erstmal Matches prepared especially for your wedding. Was? Dann nehmen wir erstmal ein Bett. What are you doing here at this hour, Mr. Potsdam? I'm burying our cat. She passed away and I'm burying her. Go away and mind your own business. Then, where's the cat? I left her at home. Now leave me alone! This kind of stuff can come back to haunt you. Nachts auch einfach so direkt im Unterhemd. This kind of... Okay. Ja, dann tschüss. Viel Spaß. Ich wünsche dir viel Spaß da, du Dödel. The Potsdam family crib. This is where you get some quality time. Muss ich mir aufschreiben, Quality Time. Das wird, glaube ich, der Titel für nächste Woche. So, aber pass auf. Wo ist der Herr Johnson? Da ist der Johnson. So. Rein da. So. Sealed wall to the right. Ah!
läuft auf wie so ein Böckel, ne? So. Empty all cans, litter the floor. Wir scheinen jetzt in der Garage zu sein. Genau. Also, Mr. Johnson hat sehr viel Werkzeug. Oh. Usable. Wie praktisch. Use to sharpen cylinder. Model to the post. Ja, aber kann man das nicht. Das können wir das nicht mitnehmen, ne? Okay. Tugger, Tugger, Tugger. He's the greatest mother Tugger. Was war hier? War doch an old rusty pitchfork. Die können wir mitnehmen. Okay. So. Bags. Pulled up. Gut. Dann haben wir doch, glaube ich. The window has been bricked up and sealed off. Also Fenster einfach mal dicht gemauert, damit da keiner reinduschern kann, ne? Oder einbrechen kann. So. Und womit machen wir den jetzt kaputt? Ich tippe, was ist denn der Baseballschläger? Den haben wir extra uns holen müssen. Okay. Nicht? Oder wirklich gleich direkt mit der... Well, that didn't work. Nee. Did it. So. Kommen wir jetzt hier raus. Das ist der Ausgang. Ernsthaft, wo ist der Ausgang? Unterm Auto natürlich. Der Ausgang ist unterm Auto. Klar. Klar wie Kloßbrühe. Alter. Das ist ja noch besser als Resident Evil. Mit deren Türen und so. Und Geheimgang. Ja, komm nach Hause, ne? Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Achso, wir haben tatsächlich noch irgendwas nicht mitgenommen. Das Ding ist ja, klar kann man jetzt sagen, oh, der guckt jetzt aber auch zwischendurch mal in die komplette Lösung rein. Das Ding ist ja, das habt ihr jetzt ja auch gerade halt einfach gesehen, wie die Spiele früher designt waren. So, das ist Pixel-Hunting. Da gehst du teilweise echt, suchst den Bildschirm ab, einfach nach einem Spot, wo jetzt Interaktion ist. Und bevor ich euch jetzt hier, weiß ich nicht, stundenlang irgendwie ein Rumgeklicke präsentiere,
für einen Aufschub überlegen. Die Sackkarre soll mit. Und ich weiß nicht, warum man sagt, dass die Sackkarre sinnvoll ist für eine Hochzeit. So. Eigentlich geht er auch alleine nach Hause dann, oder nicht? Ach, so, okay, gut. Und wir müssen... Gut. Okay. Guck mal, das wusste ich nämlich halt auch nicht. Wir müssen jetzt zur Lodge und müssen Bescheid geben. Ne? Der Typ und nein. Der wird nicht von mir gesprochen. Die müssen wir sagen, dass wir das Auto kaputt gemacht haben. So, you have completed your first task. Now that you've scratched the tucker, you may proceed to your second task. You will steal a bolt of fabric from the fireman and bring it to me. Very well then. Use what... Oh nein, ich hab das Scheiße. Ich hab das aus Versehen weggedrückt. Schön, dass du da bist, Gizmo. Ha ha ha. Resident Evil. Wir waren noch gar nicht bei der Feuerwehr, ne? Das wird nämlich auch gut, glaubt mir. Kennt ihr schon den Affenjungen? Warte mal, könnte das... Ah, kann man das sehen? Der Affenjunge. Das hat mir Chiki gerade bei... das hat Chiki bei Twitter gepostet. Was ist das für ein Vorschaubild? Diggi, ich weiß es nicht. Ich weiß dank dem Spiel gar nichts mehr. So, wir gehen jetzt erstmal runter. Und speichern mal. Bevor jetzt irgendwas kacke läuft. Das haben wir letzte Woche ja auch gehabt, dass wir den Tag so verkackt haben. So. Nur erstmal mit Mutti quatschen. Mutti! Hello, dear. How are you today? By the way, I spoke with Mr. Johnson and he's livid. Seems someone scratched up his priceless tucker. If he finds out who, there'll be heck to pay. Edna's daughter Karen has disappeared. Karen was playing outside as Edna closed the diner, and that's the last anyone saw of her. This happened Tuesday night. That's all I know, except for what's on the posters. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Alter, wenn es ist, was ich denke, ne? Dann weiß ich, wo wir gleich als erstes hingehen. What do you want, Steve? I hear him at night, thrashing and moaning. I crawl out my window and see Mom's shadow on the shade. Pot holders on her hands, reaching for him. How can she do the stitches on him wearing those? Wouldn't she slip? Don't be silly. She wouldn't do that. Of course she'd slip. Maybe that's why he's not getting better. I heard that someone took Karen, Little Miss Perfect, gonna get famous. Gonna get a picture on a milk carton. She's disappeared. That's all we know. Yeah. Well, I heard that Karen was gone.
So I went over to Miss Fitzgerald's house and asked if I could play with Karen. Her mom just stood there, you know, in the doorway, and cried and cried. And I just stood there, wondering how long it would take for her to stop. Alter! But she didn't. So I went inside and watched TV, 'cause they've got color, 'cause Edna has money, 'cause she runs the diner and all. And I sensed she was feeling vulnerable, so I asked her to fix me a peanut butter and jelly sandwich. And she did. Then I went into Karen's bedroom and looked around for stuff I could take, while Edna was in the bathroom with the water running. But all that there was girl stuff. So I came home. But it was fun while it lasted. Alter, was für ein gestörtes Stück Scheiße. I'm evil? You don't know what evil is. Mom says the blood drive is coming, Steve. You'll like that. It's for a good cause. And only bad people don't give. Good. Finally. Okay. Nein. Well, that didn't work. So. Geben wir ihm erstmal eine Zeitung. Hier, Paperboy. There now. See how easy it is? Things are so much better between us when you remember the paper in the morning. And let's keep him that way. See you later, alligator. Okay. So, Phillips Heads Cruise. Oh, habe ich noch richtig in Erinnerung. Können wir dann... Was passiert gerade? Das ist unser Haus. Wir wohnen da. This is your first arrest, Steve. You just remember, we've got a 3 strikes, you're out rule here in Harvest. But you keep your nose clean. You hear? Okay. Aber ist es jetzt noch der gleiche Tag? Gut. Okay, also alles Schwede. Air Conditioner. Okay, also das heißt, wir müssen ja irgendwie gucken. Alles klar. Aber jetzt müssen wir erstmal... Ich habe da so eine kleine Idee. Oh, nee, wir müssen gehen erstmal zu Stefanie. Erstmal zu Stefanie. Steve, I'm so glad you came back. What have you been doing? I visited the lodge. Talked to the sergeant-at-arms there. He knows that there's something out of whack here. He told me if I wanted to find out what it is, I should join the lodge. I've decided to join the lodge, Stephanie. I think the answer to all our questions is inside. That place. It's so sinister. Ja, aber wir müssen ja rein, You ne? may be playing right into their hands. Did you think of that? Doesn't it seem like you're being herded toward the lodge? That's one of the things I hope to find out.
I hope finding out doesn't get you killed. My faux mother keeps me up on the latest gossip. Not like she really wants to talk to me. More like she's feeding me information. For instance, she told me that Mr. Johnson's Tucker was vandalized. That's another weird thing. Every car I've seen drive by is a Tucker. There were only 31 produced. What are the odds of that? I've always wanted a Tucker. Funny that Harvest would be full of them. Any idea who scratched the car? Johnson was really upset about it from what I hear. I understand that a little girl is missing. That's right. Her name's Karen. I heard the pod parents talking about it downstairs. When did it happen? Tuesday night. God, that was a bad night for everyone. Tuesday, our upstairs toilet backed up. As if that wasn't bad enough, Mr. Potsdam was livid, almost irrational. Like the toilet had it in for him personally. Through the wall, I kept hearing him ask somebody named Mr. Swell whether the toilet would be fixed by dark. And when Swell said it'd take most of the night to fix, Daddy totally lost it. Swell said he'd stay all night and fix it, but that didn't seem to help. Potsdam stormed out of the house and didn't come back till next morning. Okay. Come back and visit me soon, okay? Ja, Mann. Kann ich warte mal, was, können wir den Tampon... Are you... Was? Entschuldigung. Was, ach, Are you making some kind of point? nein! Aber er hat ja nur gesagt, er sollte Stefanie fragen. Deswegen. So. Wollen wir ihn nochmal... Was können wir hier mit Vater Potsdam machen? Did you say hello to your father for me? Thank God for that. I could use some good news right now. I just got the word. The order turned down my latest application. So... Weil das hatten wir ja schon. How could anyone do something so terrible to her? You think someone took her? I think? Oh no, see, it was a kidnapping, haven't you heard? The sheriff got a ransom note. Seems someone wants to dip into Edna's larder. Too bad such a sweet little thing has to suffer. Boy. That was a terrible night. Our upstairs toilet backed up. Pete Swell came over and fixed it. My back's still sore from helping him carry his stuff up the stairs. Someone went and scraped up Johnson's car? Can you imagine? He'd step in a bear trap and chew his own leg off rather than suffer a scratched tucker. Serves the rich bastard right, if you ask me. Okay. Ich weiß nicht, warum das hier im Haus immer so rauscht. Gut, dann besuchen wir jetzt erstmal Edna. I can't stop and chat, Steve. With Karen gone, if I stop, I think I'll lose my mind. I've got to keep busy. Excuse me. I just heard that Mr. Johnson's Tucker was vandalized. You know, though I don't like to think ill of people or take pleasure in the misfortunes of others, I'd like to think it's a comeuppance for all the times that nasty man has bothered me. Und das ist, warum die Amerikaner auch ein schönes Wort dafür haben. Schadenfreude. Das ist tatsächlich eines der wenigen Worte, was wie Rucksack oder Kindergarten, was die von uns übernommen haben. Schadenfreude gibt es tatsächlich im amerikanischen Englischen. So, wir gehen aber mal Johnson Tucker besuchen. Kaputt, ne? Ja. Some rotten son of a bitch scratched my car. My Tucker, my baby, my poor darling, my sweet cheeks. If I find out who did it, I'll kill him. Just kill him dead. I told that fool sheriff to beef up the patrols, but what does he care? Nobody cares about a limp dick fat boy. Well, I'll make them care. I'll make them care.
Did you hear that Karen disappeared? Just goes to show you what can happen without a man's stewardship in the house. It takes both a man and a woman to raise a child properly. Says so in the Bible. But try to convince Edna of that? Oh no. And now she's lost everything. This might be a good time to drop in. While she's feeling vulnerable. Quality time. I don't take your meaning. Einklicken ins Feld. Quality. I don't take your meaning. Ist auch okay, du. Bye now. Bye now. So, dann guck dir mal dein Auge an. Wo war... Kann uns denn der Sheriff dann noch was erzählen zum gekidnappten Kind? Kiddo, you No, sorry. Oh, heck. Why should you be any different from the sheriff or Mrs. Loomis? Steve, I'd be right obliged if you could just see clear to bringing me just one of them books. Believe me, it'll be worth your time to do it. Ja. Anytime, kid. So, hier kommen wir auch. Gut. Da hängt das Bild von Karen. Ich habe ja nach wie vor so eine kleine Ahnung. Hier so auf dem Friedhof, ne? Da haben wir doch Herrn Potsdam. Herr Potsdam wollte doch die Katze vergraben. Und wieso ist es jetzt pauschal schon... Ich habe jetzt ja gerade ehrlich gesagt ein bisschen Angst zu sehen, was da gleich rumkommt, ne? Also... Ich hoffe ja, dass es nicht das ist, was ich meine. Es ist schon mal keine Leiche. Das war meine größte Hoffnung. Nee, nein. Nicht meine größte Hoffnung. Das war meine größte Angst. Und ich habe gehofft, dass es nicht so ist. So. Stattdessen begrabenes Kind, das sich jetzt einfach so hinsetzt. Ist alles gut, ne? Thank God I found you. Are you alright, Karen? I want to go home. Could you take me to my mommy's store? Or to the policeman? Can you tell me who did this to you? Mr. Potsdam told me he'd hurt my mommy if I told. He won't do anything, I promise. Tell me what happened. He made me play house. Then he dug a hole. Please, I just want to go home now. Please. Can you tell me your address, honey? I don't know. Just take me to the store or the policeman. Please. Mommy said to go to the policeman if I got lost. And I'm lost. Ja, komm, dann. Scurries of a Gut. Schon mal keine Escort-Mission. Aber die bringen wir dann direkt zur Edna, ne? Das ist ja... Oh my God. Karen. Thank God. What happened? Found her in the graveyard. She was buried alive. And she claims Mr. Potsdam was responsible. Thank you, Steve. Thank you from both of us. Here's the reward money. Take it and go. I need to be alone with my baby right now. Wir haben Geld. Haben wir Geld? Wie viel Geld haben wir denn? Checkbook, Note, bla bla bla.
Reward Money. Sollen wir nochmal mit Herrn Potsdam reden? Ich habe das Gefühl, wir müssen mit Herrn Potsdam reden. Und zur Feuerwehr müssen wir auch noch. If it isn't my favorite son-in-law, what brings you here again? Ich mach das gar nicht übersetzen, ey. Das ist einfach so ein kranker Scheiß, ey. Yeah, I know what that crazy little bitch said, but it's not true. I was at home that night. Mrs. Potsdam will vouch for me. Isn't that right, Mrs. Potsdam? That's right, Mr. Potsdam. Hello, Steve. Care to stay for some pot roast? Forget the pot roast, Mother. Pot roast isn't for backstabbers, for persecutors. I won't share my meat with him. My meat! My meat! It's the truth. That's why. And I think you'd better be going, young man, before I call your mother and tell on you. Tschüssikowski. Fleisch. Alter, wenn das Fleisch aus einem macht. Nee, dann ja, geht's mit Meat. Wenn das Fleisch aus einem macht, dann nie wieder. Ich meine, gut, es gibt auch 1000 andere Gründe, kein Fleisch zu essen. Aber das heben wir uns mal für eine Talkrunde auf. Für einen anderen Stream. So, ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken. Oh. So. Ich möchte rülpsen. Wir gehen. Können wir noch mit dem Sheriff reden? Können wir den irgendwie anschwärzen oder so? Ja, der ist gar nicht da. Die Sheriff ist nicht da. Wunderbar. Gut, können wir... Dann gehen wir erstmal zur Feuerwehr. Talk to the fireman. Das ist aber ein sehr schönes Feuerwehrgebäude, oder? So mit Zaun, so ein paar Blümchen. Das sieht doch schön aus. Please excuse the mess. They've done wonders with the upstairs bedroom, but this garage defies color coordination. Ach ja, stimmt. Vergaß. Die Feuerwehr sind... Alles werdet ihr gleich sehen. Xavier is a forming from his sparkling shows. Okay. Don't bother me, I'm sketching. Oh, look what you made me do! Hello, Steve. Welcome to the House of Flame, as we like to call it. Oh, cut it out, Spots, honestly. Once he gets barking, a good piece of meat is the only way to shut him up. There you go, Spot. So, Steve, bet you don't remember me. Heard about that short in the old wiring. I'm Fire Marshal Sparky, head of your fire department. Der heißt nicht Sparky, echt, Alter. Der heißt nicht Sparky. Tut mir leid. Aber da ist der Funke nicht übergesprungen. Oh Gott. Ich brauche mal so ein Soundboard. Don't be silly. Everyone thinks that amnesia kick is a scream. Well, you always were a kidder, Steve. Besides, it's my job to keep abreast of developments in the community to better serve you, the public. I'm sure you'll be thrilled when you learn of the many civic improvements we have planned for your fire department. Such as... Well,
Don't tell any of the others, but I've secured a bolt of the most divine mauve material. I've hidden it because, well, if any of these Marys got a hold of it, it'd be gone in a jiffy. So I'd rather keep it hush-hush. I'm going to make new drapes for the firehouse, and if I have any left, cross your fingers, I'm going to make everyone matching mauve pillow cozies. Those are civic improvements. Don't be such a party pooper, Steve. We're talking about our... Besides, we haven't had a fire in Harvest since the newspaper building burned down. Though I'll admit that the Wasp Woman's place is one big accident waiting to happen. Isn't that right, Spots? Diese Schnitte. Bye-bye. I don't converse on the job, Steve. An accident just waiting to happen. Wir haben noch Streichhölzer, ne? Wo waren die denn? Damn it. Okay. Das kann man nicht. Exam, okay. Tourist Mirror of Peaceful Countries. So, okay. So, ein kleiner Zaun hier. Frisch gestrichen. Okay. What's that being right where it is? Okay. Na gut, ich bin raus bis die Tage. Gizmo, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Absoluter Ehre, Mensch. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Komm gut durch den Donnerstag. Wir sehen uns. Und denk dran, du kannst auf jeden Fall in den nächsten Tagen diesen Stream auf YouTube nachholen. Oder auch hier auf Twitch als VOD komplett ungeschnitten. Denn auf YouTube landet ja immer nur das Let's Play-Segment. So, pass mal auf, ich hab eine Idee. Dafür speichern wir jetzt mal. Immer vorher speichern. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Denn in der Schule habe ich von nämlich eins gesehen. Und zwar ihr Fire Alarm. Glass Protect your Firewall. So, kriegt der Johnny gar nicht mit? Mann, Alter, warum ist auch unbedingt hier oben der Ausgang? So. Das können wir nämlich die Lager mitnehmen und hier ist auch noch was. Damn it. So. Gut. Jetzt haben wir nämlich das. Okay, mehr können wir hier auch gerade nicht machen. Was sind jetzt an der Schule dann? Nee. Da sind wir weg. So. Okay. Das ist so, da kommst du nicht drauf. So, examine the cabinet. Form.
Jetzt müssen wir nämlich die Sackkarre. Aber ich weiß gleich, was kommt, ey. Und ey, das ist schon jetzt. Also, das ist abgefuckt. So. Wo war der Philips? Ist das da? Das war der Das ist Schlafzimmer, Leute, ne? Das ist Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer. So. Steve, is that you? Come to see your poor old dad? Are you my father? Really? I don't remember you. Please. I'm not in the mood for jokes. I'm serious. Why won't anyone believe me? Well, you always were a kidder, Steve. Just don't make me laugh now. Remember the stitches. My God. What has she done to you? She doesn't know you're here, does she? Does she? No, I had to break in. What the hell is going on in here? I know it's a mystery to you. The sacred things that husbands and wives do behind closed doors. Maybe we should have that special father-son talk. Especially now that you're getting married. Ja, mach mal. But listen. I can't talk very loud. It's the tracheotomy. When a man and a woman love each other very much, they go into a room alone and shut the door and bolt it with at least 3 locks and prop a chair under the doorknob so no one can get in or out. Then they take off their clothes and get out a wide variety of scalpels. Some curved, some short, all of them sharp. And then the man climbs on the woman. And then they... with the barbed wire, they... That's all right. Don't get worked up. You need your rest. What the fuck? Yes, rest. But why did you come? You must have had a reason for risking it. I need some meat, and Pat won't give me any without your signed permission. Good old dependable Pat. Here, son. Here's my signature. Take it to him, and you won't have any problem. Now go, son. Go quickly, before she comes back. Alter. Exotic kinky love equipment. No, leave that there. If any of it turns up missing. Marv, what's going on in there? Go. Schnell raus da, oder was? Digga, können wir da nochmal rein? Kurz gucken, oder können wir da durchs Fenster gucken? Stream from the movie Rosy Palm meets Rosy Cheeks. Ja, okay. Gut. Schnell. Also, Gizmo. Da hast du ja was verpasst. Hättest du mal noch einen Augenblick. Oh, ist das schlimm. So, jetzt können wir aber ja ihm den Zettel geben. Kriegen wir Fleisch.
Was ist das? Sheriff. Wo ist die Fleischerlaubnis? Da, okay. So, your father okayed the meat, huh? How's he doing? Good, good. Glad to hear it. Here's your meat, son. You run along now. A new shipment of animals has come in, and it's time to start cutting. So. Es ist einfach alles nur noch... 9:40 Cents. So, jetzt wieder Nacht. So, wenn jetzt nämlich Nacht ist, wir müssen ja noch zur Feuerwehr. Ich speichere mal, wenn ich jetzt irgendwie einen Alarm auslöse oder so. Fleisch. So. Wenn wir jetzt ein Feuer machen. Oh man. No. Alter, Friends von dem Wing. Warte mal. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Damn it. Well, that didn't work. Damn it. Okay. Jeez, what are you doing here? Just standing here, waiting to be drawn. You just hang out here? All the time? I'm not a person, Steve. I'm an object. You do well to remember that. A person is his job. Someday you'll understand that. And if you don't, it won't matter, because you'll be dead. Dead? Have you gotten your lodge application in yet? Ja, natürlich. Good. You may survive yet. I guess you're here to steal the bolt. Not at all. That's not my job. However, since I am an object d'art, and since art should be interpreted, I'll give you a clue as to where the bolt is located. Darkness gives as darkness gets, but light invoked is light shed. Mhm. Was mit Licht? All right. Und dann noch da. Okay. Damn it. Ja, dann haben wir das jetzt, was wir brauchen, oder was? Hä? Okay. Ja, dann haben wir doch alles, was wir brauchen, oder? Wir müssen jetzt bestimmt wieder zu Lodge. Lodgy, Lodgy, Lodgy. After exhausted. Weiß Bescheid. Der Mann, der so redet. What do you people want from me?
Ja. Und damit haben wir jetzt dann 2 Tage rum. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt uns die nächsten Aufgaben holen, heben uns das noch ein bisschen auf für nächste Woche. Also ich glaube, so gut wie wir durchkommen tatsächlich. Wird es nicht zu lange... wird es nicht zu lange brauchen, das